Die britische Stiftungslimited kann eine attraktive Alternative zur deutschen oder liechtensteinischen Stiftung sein, wenn es um den Vermögensschutz geht. Und damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Vermögensschutz außerhalb der EU ist für viele ein Riesenthema. Deswegen ist ja für viele auch die Gründung einer deutschen Familienstiftung so suspekt. Dann ist ja nach wie vor das ganze Vermögen weiterhin in der EU. Dann gibt es Vermögensregister und viele andere Nachteile, die man dann hier zu befürchten hat. Auch Liechtenstein ist in der EWR drin und für viele von uns schon gefährlich nah an der EU dran. Deswegen haben wir natürlich auch dort so unsere Bedenken. Die Stiftungslimited dagegen ist eben im UK ganz klar außerhalb der EU, also eine Rechtsform, die nicht von Dingen wie Vermögensregister und so weiter betroffen sein wird. Jedenfalls nicht, wenn du nicht mehr in der EU lebst. Zunächst mal die Frage, was ist eigentlich die britische Stiftungslimited? Nun, im Fachenglisch heißt sie Limited by Guarantee. Und warum Limited by Guarantee? Nun, die normale UK-Aktiengesellschaft nennt sich UK Limited by Shares, aber eben die Stiftungslimited hat keine Aktien und auch keine Aktionäre. Stattdessen hat sie sogenannte Garantoren, sogenannte Bürgen. Jeder von denen bietet hier zum Beispiel 1 Pfund auf oder auch mehr. Das ist der Garantiebetrag und mit diesem Garantiebetrag haften sie dann eben für die Limited. Andernfalls hat die Limited by Guarantee sogenannte Members. Das müssen nicht die Garantoren sein. Members sind Mitglieder, die bei dieser Limited by Guarantee hier eingetragen werden. Man muss sich die Limited by Guarantee im Grunde so vorstellen wie einen Verein. Sie wird auch in UK vielfach wie ein Verein verwendet. Also zum Beispiel, wo wir in Deutschland vielfach Trägervereine verwenden, bei Einrichtungen, bei privaten Schulen, bei anderen privaten Initiativen, wird in UK eben die Stiftungslimited verwendet. Die Stiftungslimited kann einen steuerfreien Status im Rahmen der Gemeinnützigkeit beantragen. Standardmäßig ist sie aber nicht gemeinnützig und wir wollen uns heute nur mit der nicht gemeinnützigen Stiftungslimited befassen. Die Gemeinnützigkeit ist dann nochmal ein komplett anderes Thema, aber vermutlich für dich nicht interessant. Also gerade eben hatte ich ja gesagt, dass die Limited sogenannte Members hat. Das sind die Mitglieder der Limited. Man kann auch sagen, so etwas wie die Vereinsmitglieder. Parallel dazu gibt es noch hier die sogenannten Garantoren. Deswegen heißt sie eben Limited by Guarantee. Das können Members sein oder auch nicht. In der Praxis wird die Limited bei unserem Mandanten hier mit einem Geschäftsführer und einem Guarantor eröffnet. Das heißt also, der Gründer hier steuert 1 Pfund hier Garantiekapital bei. Damit werden die Verbindlichkeiten der Limited abgesichert. Sie ist ja ansonsten eben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gleichzeitig ist auch er noch der Geschäftsführer und er nimmt dann andere Familienmitglieder mit hinein. Diese Familienmitglieder sind in der Regel nur einfache Members, aber keine Garantoren. Aber natürlich, es kann auch hier ein weiterer Garantor oder mehrere weitere Garantoren bestellt werden. Wichtig einfach, nicht jeder Member muss ein Garantor sein. Ich möchte es nochmal betonen, wie gesagt, es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, tatsächlich wird hier nur mit diesem 1 Pfund gehaftet, den hier also der Garantor beisteuert. Es gibt natürlich keinen Zugriff aufs Privatvermögen, was natürlich bei einer vermögensverwaltenden Gesellschaft ohnehin jetzt kein Thema sein sollte. Aber ich möchte es einfach nur gesagt haben. Ansonsten ist diese Limited by Guarantee, diese Stiftungslimited, genauso strukturiert wie eine ganz normale Limited auch, wie wir sie ja seit vielen Jahren schon kennen. Die Limited ist ja letztlich uns eine sehr vertraute Rechtsform. Auch in Deutschland haben ja vielfach Unternehmer eine Limited verwendet, um ihre Geschäfte zu tätigen, wenn sie nicht das Stammkapital für eine GmbH aufbringen wollten. Genauso kann eben auch die Limited by Guarantee ganz normal gewerblich aktiv sein. Sie kann Kunden haben, sie kann Umsätze haben, sie kann Business machen, sie kann auch vermögensverwaltend tätig sein, sie kann Assets kaufen, sie kann Immobilien kaufen, sie kann Krypto kaufen, Gold kaufen, Edelmetall kaufen, Aktien, alles, was du dir vorstellen kannst. Die Limited by Guarantee kann auch ganz normal Schenkungen machen, kann Honorare bezahlen, kann eben auch Gehälter bezahlen oder einfach Zuwendungen machen. Hier ist man sehr flexibel, aber es hängt natürlich davon ab,
wo derjenige wohnt, wie er diese dann versteuert. Da unterscheidet sie sich also stark vom Verein. Der eingetragene Verein in Deutschland ist ja nur in sehr großen Ausnahmefällen dazu befugt, hier tatsächlich gewerblich aufzutreten. Tatsächlich kann er das meistens nicht, aber die Stiftungslimited ist hier völlig frei. Steuerlich ist es so, dass die Stiftungslimited eben die britische Körperschaftssteuer auf ihre Gewinne bezahlen muss. Diese fängt bei 19% an. Die ersten 50.000 werden also mit 19% besteuert. Ich rede jetzt, wie gesagt, vom Gewinn, ja. Und dann geht die Körperschaftssteuer hoch bis auf 25%. Zwischen 50.000 und 250.000 Gewinn gibt es dann eben hier einen variablen Steuersatz zwischen 19 und 25%. Und alle Gewinne ab 250.000 werden mit 25% dann versteuert. Eine Gewerbesteuer gibt es in UK nicht. Für viele ist ja nun die folgende Frage interessant. Mal angenommen, ich mache jetzt hier ein Aktiendepot im Namen der Stiftungslimited auf und habe dann einige Kursgewinne. Dann macht ja die Limited offiziell einen Gewinn. Auch wenn ich den mir nicht ausschütte, muss ich dann diese Gewinne mit der britischen Körperschaftssteuer versteuern, die ich vorhin genannt habe, oder können die letztlich in der Gesellschaft steuerfrei thesauriert werden? Ja, das ist eine gute Frage. Standardmäßig müssen die Gewinne dann in der britischen Gesellschaft tatsächlich versteuert werden. Allerdings kann man das Ganze so strukturieren, dass man hier komplett steuerfrei agieren kann. Das heißt, man kann hier steuerfrei tatsächlich dann die Gewinne thesaurieren oder reinvestieren, wenn diese erwirtschaftet werden. Tatsächlich kann man mit der richtigen Struktur die Besteuerung komplett vermeiden. So kann man komplett ausschließen, dass es in der Limited by Guarantee jemals zu einer Besteuerung kommen wird. Das kann also eben vor allen Dingen dann interessant sein, wenn ja die Limited by Guarantee dann eben zum Beispiel Aktien verkauft, Krypto verkauft, Gold verkauft. Das alles kann komplett steuerfrei organisiert werden. Man kann also tatsächlich die Limited by Guarantee in einer entsprechenden Struktur als Spardosengesellschaft nutzen, wo keine Steuern anfallen. Aber das ist nur eine der Vorteile der Stiftungslimited. Ein anderer großer Vorteil ist letztlich der, dass du bei der Stiftungslimited nicht auf Dritte angewiesen bist. Es ist ja vielfach so, dass du zum Beispiel bei einer Stiftung in Liechtenstein auf einen Stiftungsrat in Liechtenstein angewiesen bist, einen Steuerberater, Anwalt, Treuhänder, der dann hier letztlich die Geschicke der Stiftung leitet. Das ist bei der Stiftungslimited nicht notwendig. Hier kannst du selbst Geschäftsführer deiner Stiftungslimited sein und kannst komplett selbstständig über dein Vermögen entscheiden, ohne hier irgendwelche Dritte mit einbeziehen zu müssen. Du kannst dann zum Beispiel festlegen in der Satzung der Gesellschaft, dass zum Beispiel bei deinem Hinwegscheiden dann die Members, also die Mitglieder, das ist ja dann deine Familie, bestimmen können, wer der neue Geschäftsführer der Gesellschaft wird, und dann verwalten diese dann die Geschicke der Stiftungslimited weiter. Es ist also definitiv so, dass du hier die Vorteile der Stiftung hast, nämlich dass dir letztlich das Vermögen nicht selbst gehört. Es kann dir nicht zugerechnet werden. Somit können dann auch Gläubiger nicht hier auf das Vermögen zugreifen. Auch der Staat kann nicht auf das Vermögen zugreifen. Aber du hast hier dennoch keine Dritten drin, die dich erstens Geld kosten und zweitens dir viel Kopfzerbrechen bereiten. Denn wie kannst du deren Entscheidungen kontrollieren und wie kannst du sicherstellen, dass sie immer in deinem Interesse entscheiden? Das hast du bei der Stiftungslimited nicht das Problem. Daraus ergeben sich aber möglicherweise auch Nachteile. Lebst du zum Beispiel in Deutschland oder in einem anderen Hochsteuerland und nimmst die Geschäftsführung dieser Stiftungslimited von dort aus wahr, dann hat sie eine Betriebsstätte im Land deines Wohnsitzes, und das willst du natürlich auf jeden Fall vermeiden, denn dann werden komplett dort Steuern fällig. Meiner Meinung nach muss man also sagen, dass die Stiftungslimited eigentlich nur dann für dich geeignet ist, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst, sondern irgendwo steuergünstig hin verzogen bist. Wenn du heute noch in Deutschland wohnst, dann kann man sagen, okay, vielleicht kannst du jetzt die Gesellschaft gründen, aber nur dann, wenn du tatsächlich planst, alsbald umzuziehen. Du wirst leider dann auch in diesem Fall den Erwerb der Gesellschaft dem Finanzamt melden müssen. Nun wirst du vielleicht fragen müssen, warum?
ich bin hier doch gar nicht am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Gesellschaft hat ja kein Stammkapital. Das Vermögen der Gesellschaft ist ja nicht mir zuzurechnen, denn das ist ja letztlich der Sinn der Stiftungslimited. Das ist korrekt. Aber wie gesagt, die entsprechende gesetzliche Vorschrift lautet ja auch nicht, dass du an der Gesellschaft beteiligt sein musst, sondern nur, dass du darauf erheblichen Einfluss auswirken können musst. Wenn du also in der Lage bist, die Geschäftsführung der Gesellschaft zu bestimmen, die Geschicke der Gesellschaft zu leiten, dann musst du dies dem Finanzamt melden, und zwar in deiner Steuererklärung. Ansonsten hast du tatsächlich ein Problem. Das Problem lautet, dass du gegebenenfalls 25.000 € an Strafe zahlen musst und dann noch ein Verfahren am Bein möglicherweise hast wegen Steuerhinterziehung, Steuerverkürzung, irgendwie sowas. Daher mein Rat an dich: Gründe diese Stiftungslimited erst, wenn du im Ausland bist oder aber, wenn du in Kürze ins Ausland umziehen musst. Das Gleiche gilt natürlich auch für Bürger, die in Österreich leben. Ein anderes großes Thema ist die Frage, wie hier diese Stiftungslimited mit Geld versorgt wird. Nun, du kannst natürlich der Stiftungslimited hier Vermögen überschreiben, aber du musst hierbei sehr vorsichtig sein, dass du hier keine Schenkungssteuer auslöst. Da gibt es natürlich verschiedene Freibeträge dazu. Auch hier würde man wiederum sagen, idealerweise lebst du eben nicht mehr in einem Land, wo Schenkungssteuer überhaupt ein Thema ist. Lebst du zum Beispiel in einem Land wie Dubai oder sowas oder auch in Malta mit Non-Dom-Status, dann kannst du ja von deinem Auslandsvermögen verschenken, was du willst, und es ist steuerlich nicht relevant. Das wäre natürlich hier der ideale Zustand für dich. Auch musst du möglicherweise damit rechnen, dass Grunderwerbsteuer fällig wird, wenn du zum Beispiel Immobilien an die Stiftungslimited überträgst. Also hier gibt es sicherlich einige Punkte zu klären. Man kann natürlich sagen, dass du der Stiftungslimited ein Darlehen gibst. Mit diesem Darlehen kauft die Stiftungslimited hier letztlich dir die Assets ab. Da muss nicht wirklich Geld fließen, also Geld für dieses Darlehen muss nicht fließen. Aber es wäre dann eben notwendig, dass die Stiftungslimited dir regelmäßig Zinsen bezahlt und entsprechend auch das Darlehen tilgt. Und das müsstest du natürlich in Deutschland dann wiederum in der Steuererklärung dann aufführen. Sowas wäre aber sicherlich möglich. Hier ist ja natürlich die Realität, dass sich viele Sorgen machen hinsichtlich des EU-Vermögensregisters und einer möglichen Vermögenssteuer. Das heißt, man will vielleicht so schnell wie möglich die Assets an die Limited by Guarantee, an die Stiftungslimited übertragen und braucht dafür dann natürlich eine Lösung. Also, wenn du sie überträgst, selbst wenn du dafür der Limited ein Darlehen gibst, damit die Limited dir dieses Vermögen abkaufen kann, dann ist das Vermögen nicht mehr in deinem Namen. Allerdings, ganz große Vorsicht ist natürlich hier geboten. Wir wissen noch nicht genau, wie dieses Vermögensregister in der EU ausgestaltet sein wird. Möglicherweise sind ja davon auch Vermögen in Stiftungen betroffen. Man wird also sehen, was hier zu tun ist. Auch hier muss man leider anerkennen, dass man sich hier vielleicht nicht ganz von diesem Vermögensregister befreien kann, beziehungsweise von der Pflicht, dort Meldungen hinzumachen. Bis hier mehr Klarheit besteht, würde es vielleicht Sinn machen, zunächst mit der Gründung einer solchen Gesellschaft zu warten. Zuletzt vielleicht noch die Frage beantworten, wie sicher denn tatsächlich das Vermögen in einer solchen Stiftungslimited ist. Nun, ich habe dir ja schon gesagt, die Stiftungslimited ist so ungefähr mit einem EV in Deutschland zu vergleichen und vermögenstechnisch ist das sicherlich genauso zu sehen. Das heißt im Grunde genommen, das Vermögen in dem Verein gehört dem Verein selbst, aber garantiert nicht den Mitgliedern. Hat also ein Mitglied ein Problem, zum Beispiel Privatinsolvenz oder sowas, dann ist natürlich hier das Vereinsvermögen für die Gläubiger nicht zugänglich. Die können darauf nicht zugreifen. Deine Mitgliedschaft bei der Limited by Guarantee ist nichts wert, da kann kein Gläubiger darauf zugreifen. Und natürlich, man kann es auch nicht vererben, insofern fällt auch keine Erbschaftssteuer an. Aber es ist natürlich ganz wichtig zu beachten, wie bei all solchen Strukturen, wenn du dich unmittelbar vor einer Insolvenz befindest, und unmittelbar meint hier möglicherweise mehrere Jahre, 2 Jahre möglicherweise, und du überträgst dann Vermögen an eine solche Struktur wie die Stiftungslimited Gesellschaft oder auch ein Familienmitglied, dann hat der Insolvenzverwalter normalerweise das Recht, diese Übertragung dann rückgängig zu machen. Ja. Also hier ist ganz klar, je früher man das Vermögen überträgt, desto besser ist es. Man muss hier tatsächlich einen gewissen Puffer mit einplanen, denn wenn es einen um den Vermögensschutz dann tatsächlich auch darauf ankommt,
dann ist vielfach notwendig, dass da ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist, bis tatsächlich dann alles rechtsgültig ist und nicht mehr als Umgehung betrachtet werden kann. Aus meiner Sicht ist die Stiftungslimited besonders dann attraktiv, wenn du eben im Ausland wohnst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, kannst du das Ganze dann komplett steuerfrei gestalten. Wir helfen dir dabei, das zu machen. Das heißt im Grunde genommen, du hast eine solche Spardosen-Stiftungslimited zum Beispiel. Dort wird dann steuerfrei hier Vermögen dann aufgebaut und du kannst dir und deinen Familienmitgliedern hier laufend im Grunde genommen Zuwendungen aus der Stiftungslimited zukommen lassen. Dort, wo du wohnst, wenn du in einem steuergünstigen Land wohnst, wie die wir ja hier laufend beschreiben in unserem Kanal, dann sind diese Einkünfte komplett steuerfrei aus der Stiftungslimited. Wohnst du in einem Land wie Deutschland oder so, muss man sich dann mit dem Thema Besteuerung auseinandersetzen. Aber ich hatte dir ja vorhin schon gesagt, aufgrund der Tatsache, dass in Deutschland schnell eine Betriebsstätte ausgelöst wird bei solchen ausländischen Körperschaften, außer man hat Substanz im Ausland, ist es meiner Meinung nach sowieso ratsam, hier eine solche Stiftungslimited nur dann zu installieren, wenn man eben im Ausland sich befindet. Hast du allerdings nur vor, Vermögen zum Beispiel an die Stiftungslimited zu übertragen und macht diese keinen Gewinn, ja, es ist ja vorstellbar, dass du sagst, okay, diese Stiftungslimited hat jetzt hier 1 Kilo Gold, dieses Gold wird nie verkauft, wenigstens nicht in absehbarer Zeit. Dann wären ja mögliche Betriebsstättengewinne ohnehin dann 0. Aber eben auch dann müsste man hier mit dem Steuerberater sicherlich vorab prüfen, welche Risiken er sieht, weil ja, wie gesagt, die Meldepflicht hast du sowieso, wenn du in Deutschland wohnst. Und dann kann das Finanzamt natürlich unangenehme Fragen stellen zu dieser Limited. Aber entsprechend Steuern würden natürlich erst anfallen, wenn dann auch Gewinne anfallen. Wenn auch du Interesse hast an einer solchen Stiftungslimited, dann fordere jetzt gerne eine kostenlose Potenzialanalyse an. Beschreib uns, was die Situation bei dir ist, welches Vermögen du hast, was du mit der Stiftungslimited vorhast. Wir prüfen für dich kostenlos und unverbindlich, ob die Stiftungslimited unserer Meinung nach eine gute Struktur ist oder nicht, wie man sie gegebenenfalls verwenden würde oder auch, wenn sie nicht in Frage kommt für dich, basierend auf unserer Erfahrung und den Informationen, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Link zur Anforderung der Potenzialanalyse packe ich hier unten mitten in die Beschreibung mit rein. Ich würde mich freuen, mit dir alsbald über deine Stiftungslimited zu sprechen und dich zu unserem Mandanten zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.